Hi Westwing, schön, dass ihr da seid. Draußen ist es kalt. Kommt schnell rein. Ich bin Anja von Emily Louise & Me. Ich bin Bloggerin und Content Creator. Wir wohnen in diesem wunderschönen Landhaus im Voralpenland zusammen mit meinem Mann und unseren Zwillingen Emily und Luisa. Ich bin Russin, ich komme aus Russland, aber seit über 13 Jahren wohne ich in Deutschland. Wir sind vor 5 Jahren aus München hierher gezogen. Hier sind wir schon in unserer Küche, in unserer wunderschönen, wie ich sage, weiße Küche im Landhausstil. Wir haben die Küche selbst entwickelt und selbst überlegt, was wir alles hier haben wollen. Und ich wollte von Anfang an eine ganz große Arbeitsplatte haben, eine Arbeitsplatte mit Tageslicht. Das haben wir auch jetzt hier, und wenn ich was schneide, schnitzle, schäle oder weiß ich was mache, kann ich immer in die Grüne rausschauen. Ich bin sehr stolz auf meine Küche, weil ich eigentlich den ganzen Tag koche, so muss man sagen. Mit 2 kleinen Kindern von in der Früh, von 6:30 Uhr bis zu Abend, man steht permanent in der Küche. Und für mich war immer wichtig, dass ich 2 Ofen habe, weil das voll praktisch ist. Und ich habe eine super schöne französische Vintage Retro-Ofen mit Gas, mit Teppanyaki-Grill, mit gusseiserner Oberfläche, wo ich auch viele Gerichte schmoren kann. Und ich liebe auch besonders meine Kupferpfannen und Kupfertöpfe. Ich habe sehr viel davon. Jede Pfanne, jeder Topf hat eine eigene Geschichte. Wir haben mit meinem Mann viele aus Italien oder aus Frankreich, aus Normandie mitgebracht. Und ich liebe die zu kochen. Also es ist kein reines Deko. Ich koche tatsächlich ganz gerne in diese Kupferpfannen, und das finde ich wunderschön. Das ist nicht einfach nostalgisches Retro-Look, das ist einfach was Besonderes, was richtig Spaß macht. Ich liebe das Kinderzimmer von unseren Zwillingen, aber vorab zeige ich natürlich euch unser Ess- und Wohnbereich. Und hier sind wir schon in unserem Esszimmer oder Essbereich, und hier wird es viel gegessen, viel auch getrunken, wenn die Freunde dabei sind, viel geredet, auch viel gestritten. Hier ist immer sehr laut, weil mit 2 kleinen Kindern, die erst 4 sind, anderes geht nicht. Aber wir lieben trotzdem diesen wunderschönen Raum, vor allem wegen Ausblick. An unserem Landhaus liebe ich natürlich meistens diese Mischung zwischen neu und alt. Und uns war immer wichtig, dass wir viele Sammlungsstücke von Flohmärkten mitnehmen oder irgendwelche Antiquitätssachen, und das lieben wir sehr. Wir haben unser Landhaus voll saniert, und uns war es wichtig von Anfang an, dass wir die Räume so gestalten und so bekommen, wie wir es haben wollen. Und diese Räume im Haus, die waren von Anfang an viele zu klein, und wir haben sogar welche Wände rausgerissen und daraus eine schöne offene Wohn- und Essbereich geschafft. Und jetzt zeige ich euch unser Wohnzimmer da drüben. Hier sind wir schon in unserem Wohnzimmer. Hier wird gespielt, geschmust, viel gelesen, auch Fernseher ganz gern geguckt. Also wir lieben diesen schönen Raum. Wir lieben auch unsere ganze grüne Couch. Also wir haben auch viel Grünes zu Hause, viel Grünes im Wohnzimmer. Lampen, Couch, Kissen, andere Lampen. Viel Grün, viel Naturfarben, und das lieben wir auch sehr. Ich finde, Grün ist einfach sehr naturverbunden. Man holt sich Natur einfach ins Haus rein, und das ist wunderschön, wenn man vor allem am Land lebt. Ich habe im Haus sehr viele Accessoires oder Möbel, was mir was bedeuten, aber meistens natürlich sind es die russischen Holzpuppen Matrjoschkas, weil viele sind von meiner Mama geschenkt, welche sind von meiner Oma geschenkt, und es ist einfach das, was mich an meine Heimat erinnert. Also wir haben zu Hause ein Wohnzimmer, offenes Regal,
Und wir versuchen immer Kinder beizubringen, das aufzuräumen. Das klappt natürlich nicht immer, aber wir versuchen es zumindest. Aber eine goldene Regel ist, auch goldene Regel von meinem Mann, je weniger, desto besser. Also nicht so viele Kleinigkeiten einkaufen, lieber 2, 3 schöne Spielzeuge, Holzspielzeuge, die werden sehr lange Zeit euch dienen und es ist einfach wundervoll. Und jetzt gehen wir nach oben. Kommt mit! Und hier sind wir schon in unserem wunderschönen Home Spa, wie ich es nenne, in unserem Badezimmer. Also früher war es hier ein Kinderzimmer und wir haben etwas verändert, oder nicht etwas, oder viel verändert. Und jetzt ist es ein wunderschönes Badezimmer mit einem wunderschönen freistehenden Badewanne, wo ich auch ganz gerne Zeit verbringe und mich entspanne. Ich entspanne mich in meine Badewanne mit einer Tasse grünen Tee oder mit einem Buch. Und ihr, was macht ihr am liebsten? Also wie entspannt ihr euch? Schreibt mir bitte die Kommentare. Bin gespannt. Wir sind jetzt hier in unserem wunderschönen Schlafzimmer und hier haben wir eher Blautöne, blau-weiße Töne verfolgt und ausgewählt. Unser wunderschönes Bett ist blau-weiß. Unsere Lounge-Chair ist auch blau und das mögen wir ganz gern. Also minimalistisch, je weniger, desto besser. Was ich besonders mag in unserem Schlafzimmer, das ist unser Bett in blau-weißem Karo-Muster und ich finde, das passt super zu Landhaus-Charme, was wir auch hier haben. Und das Warten hat jetzt ein Ende und wir gehen endlich ins Kinderzimmer. Und hier sind wir in unserem wunderschönen Kinderzimmer, also Kinderzimmer oder Reich von Emily und Luisa. Die Mädels spielen hier ganz gerne, lesen hier ganz gerne, machen Unordnung, aber das gehört dazu. Und viele Koalas, wie ihr seht, viele Plüschtiere, viele Stofftiere, viele Holztiere an der Wand, einfach wunderschön. Naturfarben. Meine Töchter, Emily und Luisa, dürfen bei der Einrichtung nicht mitentscheiden, weil sie einfach zu klein waren. Wir haben das Zimmer vor einem Jahr tapeziert und damals waren sie erst 3 Jahre alt. Aber die mögen die Koalas und deswegen haben wir viele Koalas da, viele Koalas an der Wand und auch Koala-Lampe. Mama von Zwillingen zu sein, ist ganz was Besonderes. Das ist sehr spannend. Am Anfang war ich ehrlich gesagt nicht bereit. Das war sehr viel Arbeit für mich, aber ich liebe das und diese Liebe, was ich zurückbekomme, das ist einfach wunderschön. Das war's von mir. Schön, dass ihr da wart. Also, tschüss!